Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gadget-Video. Heute ist es nicht vielleicht ein Gadget, sondern ein Technikartikel für den PC. Alles Weitere nach dem Intro. Bis gleich. So, willkommen zurück. Wie gesagt, es ist jetzt kein Gadget, sondern etwas für den PC. Aber ich wollte schon so eine Maus schon immer haben. Jetzt habe ich mich eigentlich schon verraten, was da drin ist. Wie gesagt, ich habe eine Maus bestellen lassen und diese Maus ist nicht wie eine gewöhnliche Maus, wie so jetzt zum Beispiel eine ist, sondern diese Maus hat eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine ergonomisch oder ja, man hat die schon, oder man sieht die natürlich schon beim Mediamarkt und Saturn und so, oder auch in Computerläden. Nur ich habe die hier eigentlich ziemlich, sagen wir mal, günstig ergattert. Obwohl die auch 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das heißt also auch 6 Tasten hat. So wie die jetzt hier zum Beispiel, hat auch in dem Sinne die Tasten. Aber hier kann man die Maus, wie man sieht, ergonomisch dann arbeiten. Das heißt also nicht wie die anderen so, sondern so. Also das Material ist jetzt wie gesagt klar aus Kunststoff. Das ist eine IR und ist eine 6D Ergonomic Maus. Hat angeblich also wie gesagt 5 Volt Eingang mit 100 mA. Die Schicht hier oben selbst ist ja glänzend, also matt, wirklich matt, als wäre das irgendwie geklebt, aber ist es nicht. Das ist wirklich so gemacht worden. Es ist also nicht glänzend, sondern richtig rau, matt. Nicht so jetzt rau, aber ein anderes Gefühl, zum, was hier in der Maus normal ist. Wenn man hier auf diese Maus, wie gesagt, geht, dann geht die hier einwandfrei. Ja, also hier ist alles schön und wie es sein soll. Also glatt. Also hier ist ziemlich glatt und man hat ja hier die Möglichkeit, dann anschließend auch mit dem Daumen die Seitentasten zu betätigen für Vorblättern oder Zurückblättern und eben auch die anderen Möglichkeiten. Und hier hat man das jetzt auch, nur dass es eben hier die Möglichkeit hier oben etwas anzuklicken. Ich weiß noch nicht, welche Taste das hier betätigen soll. Vielleicht müsste ich mal, eine Bedienungsanleitung war ja leider nicht hier drin. Das muss ich also erst nachvollziehen. Es könnte vielleicht die DPDs, also die für DPI sein. Und hier unten, wie gesagt, sind die anderen Tasten. Kommen wir erstmal zu den Specs. Erstens, die Kabellänge ist 1,70 Meter soll das sein. Ja, gucken wir mal, ob das wirklich hier fein ist. Oh, tun wir hier mal abmachen. So. Schön. Also 1,70 Meter, ja, mit dicken USB-Anschluss hier. Der Kabel ist nochmal geschützt mit einem Art Stoffüberzug. Dann soll die eine DPI-Möglichkeit haben von 800 bis 3200 dpi und soll, wie gesagt, für Windows, Mac
OS und Linux sein. Natürlich also überall kompatibel in dem Sinne. Und hier vorne ist so eine ganz leichte Aussparung und die soll leuchten. Ich werde, wie gesagt, das gleich mal in einem Testvideo mal kurz testen und dann werden wir mal sehen, ob das hier wirklich auch leuchtet. Sonst ist eigentlich, wie gesagt, wenig drauf zu sehen, außer noch zum Beispiel eben, dass die Dimension ist eigentlich nur 12,3 mal 7,5 mal 2,3 cm. Mit 2,3 cm frage ich mich jetzt wohl, entweder wo? Machen die jetzt hier oben oder unten? Keine Ahnung, vielleicht meinen sie wirklich hier oben. Auf jeden Fall ist das eine sehr schlichte kleine Maus und ich werde mich mal die erste Zeit wirklich umgewöhnen müssen, mit so einer Maus zu arbeiten. Und werde ich jetzt gleich mal in den sogenannten Technik-Video euch zeigen. Dann sehen wir mal, ob die Maus anerkannt wird oder nicht. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, wir kommen jetzt zurück auf zu meinem Testbereich, also Testvideo. Ihr seht auch jetzt mal den Bildschirm und da seht ihr, dass, wie gesagt, die alte Maus sich hier noch bewegt. Das sieht man hier oben auf dem blauen Feld. Wie gesagt, die bewegt sich noch da. Ich werde jetzt, wie gesagt, die blaue, also meine alte Maus ausstecken und werde dann den neuen einstecken. Tun wir den mal raus und tun wir die neue Maus reinstecken und schauen, ob die direkt erkannt wird. Ja, aber uns hat er jetzt gerade ganz unten was gezeigt. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ich tue die jetzt hier mal weg und sehe da, ich habe jetzt die, wie gesagt, die neue Maus und man sieht auch, dass hier in dem Bereich das am Leuchten ist. Also wie gesagt, es leuchtet hier so ein kleiner Streifen in unterschiedlichen Farben. Gerade eben war es, wie gesagt, lila, jetzt ist es rot gewesen, jetzt wird es so langsam in grün Bereich mit grün-blau. Also wie gesagt, das ist die leuchtet kurz hier unten und mit der Maus sieht man, dass es hier eigentlich funktioniert. Der obere Taster hier oben ist die sogenannte DPI-Taste. Damit können wir die Geschwindigkeit einstellen, wie man jetzt hier so sieht. Ich gucke mal gerade mal, so, also das scheint wohl der unterste, das ist ungefähr 800 dpi. Man merkt das, ich versuche jetzt so schnell wie möglich hin und her zu tun. Es geht nicht. Und man hat dann eben die 4 Möglichkeiten einzustellen. So, dann geht es noch schneller. Und eben die letzte ist dann die 3200 dpi. Das ist für meine Meinung nach für mich zu schnell. Ich brauche meistens die dritte Variante. So, um zu gucken, ob jetzt auch die Tasten funktionieren, ist einfach mal, wir machen jetzt hier zum Beispiel die LibreOffice mal auf. Und machen wir hier ein Draw-Zeichen. Man sieht also auch, die Tasten funktionieren hier einwandfrei, wenn man festgedrückt halt geht. Mit der linken Maustaste sieht man auch generell, also die rechte Maustaste geht auch. Dann macht er eine Unterkategorie auf. Und die Maus, wie man sieht, hoch und runter, also das Mausrad geht auch. Und hier kann man es noch nicht erkennen, ob die Taste von der Mausrad auch funktioniert. Das kann man erst im Internet nachgucken. Wir machen mal kurz den Hintergrund auf und sehen hier zum Beispiel, dass ich jetzt mit dem Mausrad hier drehen kann. Und jetzt hatte ich mal die Mausrad gedrückt und man sieht hier im Bereich, dass der doch jetzt ganz schnell hoch und runter geht. Das heißt also auch, die Taste funktioniert einwandfrei. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir mal vor sowie auch zurückgehen kann. Das ist ja hier unten die Tasten, die man auch, wie gesagt, hat, um nach rückwärts zu gehen. Gehen wir mal eine rückwärts. Das ist die Taste hier. So, wie gesagt, hier die Taste ist für rückwärts zu gehen. Oder aber auch die andere Taste ist für vorwärts zu gehen. Also man sieht hier generell, es funktioniert
Ich mache es nochmal, klick mal an, das geht zurück und gehen wir nochmal einmal wieder in die Position zurück, das heißt, es funktioniert. Also man sieht generell, die Maus funktioniert, es ist also auch wirklich hier ergonomisch, es ist ganz anders absetzen, nicht so wie auf die, weil hier die Maus das so mit diesem komischen Winkel hat man mit der Maus eben nicht mehr der Fall. Man hat jetzt, man kann jetzt schön hier unten drauf ablegen und eben arbeiten. Es ist nur eben sehr schwierig daran, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Das muss ich auch, aber ich denke mal, nachher wird das so einfach sein, dass das eigentlich geht. Wie ihr seht, es geht also auch die Maus ist eigentlich anschmiegsam und schmiegsam, also das geht hier einwandfrei. Und wie gesagt, ich muss auch erstmal dran gewöhnen mich. Es ist auf jeden Fall so schon eigentlich eine gute Maus. Ich würde sagen, ich habe euch das kurz vorgestellt und wir sehen uns gleich in den Fazitvideo. Bis gleich. Willkommen zurück zum Fazit. Also, die Maus ist von der Firma Shui. Das ist, wie gesagt, die funktioniert einwandfrei. Kleine Bedenken habe ich eventuell in der Verarbeitung hier hinten. Also hier unten ist die Verarbeitung nicht so korrekt, wie es eigentlich sein soll. Aber für eine günstigere Maus, was soll man auch schon darauf verlangen? Aber die funktioniert genauso einwandfrei wie eine etwas teure von Logitech oder andere Firmen. Die tut ihren Dienst, ist auch handlich hier, so wie gesagt. Man rutscht auch nicht so jetzt runter. Und ich würde sagen, das Fazit ist einwandfrei. Also auch eine Kaufempfehlung. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit damit mal arbeiten, um zu schauen, wie man damit arbeiten kann oder ob ich meine alte wieder nehme. Ja, eigentlich ist da sonst nicht viel im Fazit dran zu sagen. Wie gesagt, funktioniert. Verarbeitung, naja, sagen wir mal so 6 die Verarbeitung von 1 bis 10. Funktionalität so 8 von 1 bis 10. Und ja, mal schauen, wie lange die dauert. Wenn ihr Fragen zu diesem Produkt habt, könnt ihr das in den Kommentaren da lassen und ich werde dann anschließend so schnellst wie möglich es beantworten. Ihr könnt mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram auch, wie gesagt, Fragen stellen, auch folgen. Und ach ja, und für ein Abo oder ein Like wäre ich natürlich auch sehr dankbar, damit ich weiter diese kleinen Gadgets oder Techniken natürlich für euch testen kann. Ja, dann würde ich sagen, das war es und wir sehen uns beim nächsten Gadget. Bis dann. Ciao.